Glauben Sie, dass Sie Brasilien kennen? Ist es das Land des Sambas, des Fußballs oder etwas viel Größeres? Willkommen zu den Wundern Brasiliens, ein Land, gigantisch durch die eigene Natur. Mehr als nur ein Vers, ein Versprechen, geschrieben in der Landschaft selbst, in den tanzenden Wassern, in den flüsternden Wäldern und in den Himmeln, die unendlich erscheinen. Wenn es einen Ort gäbe, an dem die göttliche Schöpfung sich selbst übertroffen hat, dann wäre dieser Ort hier. Dann bereiten Sie sich vor, denn heute in unserer Dokumentation werden Sie die größten Wunder dieses Landes erleben, das ewig ruht, in prächtiger Wiege, zum Klang des Meeres und im Licht des tiefen Himmels. Jetzt atmen Sie tief ein, denn heute hier bei Unser Planet werden wir unsere geliebte Heimat von Nord bis Süd durchqueren. Und dies wird keine gewöhnliche Reise sein. Es wird ein Wiedersehen mit dem, was pulsiert, mit dem, was lebt, mit dem, was die ganze Welt Brasilien nennt. Aber in Wahrheit ist es ein Gigant, den nur wenige kennen. Wie in einem Gemälde, gemalt von göttlicher Hand, werden wir die Formen enthüllen, die Klänge und die Farben, die Brasilien zu einem Monument der Schöpfung machen. Mit mehr als 8.500.000 Quadratkilometern ist Brasilien ein kontinentales Land. Es ist das 5. größte der Welt in Bezug auf Fläche und das 6. größte in Bevölkerung, mit mehr als 215 Millionen Brasilianern, die zwischen Wäldern, Gebirgsketten, Savannen und warmen Stränden leben. Brasilien ist Heimat von 6 Biomen, einschließlich des größten tropischen Regenwaldes der Welt, dem Amazonas, dem größten Flusseinzugsgebiet der Welt, außerdem die zweitgrößte Süßwasserreserve der Erde und das größte Pantanal unseres Planeten. Hier besucht die Natur nicht, sie herrscht. Zwischen Bergen, Ebenen, Inseln und Savannen. Brasilien beherbergt mehr als 116.000 Arten von Tieren und katalogisierten Pflanzen, eine der größten Biodiversitäten der Erde, ein wahres Heiligtum der Schöpfung. Wenn wir in der letzten Dokumentation die Wunder von Südafrika erkundet haben, gehen wir heute noch tiefer. Wir wenden den Blick auf das größte Land Südamerikas, bekannt als geliebte Heimat, die Heimat und das Herz der Brasilianer. Und es pulsiert mit Flüssen, Wäldern, Bergen und Geschichten, die nur wenige zu erzählen wagen. Von der Küste des Nordostens bis zu den Iguazu-Wasserfällen, von den Dünen, die im Maranhão mit dem Wind tanzen, bis zu den Flüssen, die die Zeit im Herzen des Pantanals tragen. Sie werden über verborgene Quellen im Tocantins schweben, in das klare Wasser von Bonito eintauchen und durch lebendige Wüsten wandern, die zwischen seltenen Regenfällen erblühen. Doch vorher atmen Sie und prüfen Sie, ob Sie bereits unseren Kanal Unser Planet abonniert haben. Das garantiert, dass Sie weiterhin unsere Dokumentationen erhalten, während Sie mit uns zu Orten reisen, die Ihnen noch niemand gezeigt hat. Jetzt richten Sie den Blick, öffnen Sie die Sinne, denn unser erster Halt wird dort sein, wo die Wasser Spiegel schaffen und die Tiere in Frieden herrschen.
Wir werden Orte besuchen, wo die Stille heilig ist und die Landschaft zur Seele spricht. An jedem Halt ein Stück Brasilien, das nur wenige kennen, aber alle sollten es fühlen. Ein Land der Kontraste, wo die Hitze des Nordens auf die kalten Winde des Südens trifft. Eine Küste mit mehr als 7000 Kilometern, wo die Vielfalt die Regel ist. Jetzt ja, atmen Sie tief ein, denn wir sind im Begriff, die Grenzen des Bekannten zu überschreiten. Und das erste Wunder erwartet uns in Stille. Pantanal, das Heiligtum des lebendigen Wassers. Stellen Sie sich eine Ebene vor, die atmet, die ihre Lungen mit Wasser füllt und in jedem Zyklus Leben ausatmet. Wir sind im Herzen des Pantanals, der größten Überschwemmungsebene des Planeten. Dies ist das Pantanal, ein lebendiges Universum, das mehr als 150.000 Quadratkilometer umfasst. Verteilt über die Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul und mit seinen wandernden Wassern auch Bolivien und Paraguay berührt. Während der Überschwemmung sind mehr als 80% der Region überflutet. Kein anderer Ort der Welt ist wie das Pantanal. Die Felder verwandeln sich in einen himmlischen Spiegel, eine natürliche Metamorphose, die jedes Jahr geschieht und ein Schauspiel des Lebens entsteht, das es nur hier gibt, wie ein geheimes Abkommen zwischen der Erde und dem Himmel. In jeder Jahreszeit ein neues Gemälde, Wasserflächen entstehen, Vogelschwärme zeichnen den Himmel und der Sonnenuntergang verwandelt den Horizont in flüssiges Gold. Hier folgt die Natur noch der Zeit Gottes, still, majestätisch, unberührt, als wäre sie gemeißelt worden, nur für die aufmerksamsten Augen. In dieser Stille verbirgt sich der größte Star des Pantanals, der Jaguar, die größte Raubkatze Amerikas und heiliges Symbol dieses Territoriums, leise, beweglich und tödlich. Im Pantanal versteckt sich der Jaguar nicht. Er erscheint mit goldenem Fell, schwarzen Flecken und einem Blick, der die Geheimnisse des Waldes zu tragen scheint. Er greift nicht an, er beobachtet, entscheidet, herrscht. Das Pantanal beherbergt die größte Jaguarpopulation des Planeten. Und hier sind Sichtungen fast magisch. Einen von ihnen schweigend zu sehen, wie er bei Sonnenuntergang eine Sandbank überquert, ist, als würde man den Schöpfer seine eigene Arbeit signieren sehen. Doch er ist nicht allein. Das Pantanal beherbergt eines der dichtesten Ökosysteme des Planeten, Jabirus, Kaimane, Capybaras, Süßwasser-Stachelrochen, Pumas, Tapire, Mähnenwölfe und Riesenotter. Über den Wassern füllt sich der Himmel mit Flügeln. Der Jabiru, das größte Symbol des Pantanals, erscheint mit seinen weißen Federn, schwarzem Kopf und dem roten Kehlsack wie ein Halsband. Mit mehr als 1,5 Metern Spannweite fliegt der Jabiru niedrig über die überschwemmten Felder. Er landet auf trockenen Ästen und dort scheint er das ganze Leben unter ihm zu bewachen. Die Aras, blau, rot, grün, bemalen den Himmel wie lebendige Pinselstriche. Ihr Flug ist laut, doch die Schönheit ist still, als ob die Farbe mehr spräche als der Klang. In Flüssen und Lagunen
versammeln sich Kapibaras in Gruppen, Kaimane ruhen mit halbgeschlossenen Augen, Otter spielen am Ufer. Und die Reiher schweben wie weiße Noten über das Notenblatt des Wassers. Alles scheint orchestriert, jede Bewegung, ein Takt, jeder Klang. Eine Melodie der Natur in vollkommener Harmonie. Zwischen den Flussufern und den verdrehten Ästen geschieht das Leben in jeder Sekunde. Und der Klang des Waldes ist eine Symphonie, die man nur mit der Seele versteht. Pferde durchqueren überschwemmte Felder. Die Pantaneiros reiten Pferde, die bis zum Bauch durchs Wasser schneiden. Sie tragen jahrhundertealte Traditionen und leben in Einklang mit dem Land. Hier hört der Mensch noch auf die Natur. Am Ufer des Rio Paraguay bewahrt die Stadt Corumbá das urbane Herz des Pantanals. Von dort starten die Expeditionen, die das Unendliche durchqueren und wo sich die Geschichten wie Schichten aus Lehm ansammeln. Wenn die Sonne untergeht, löst sich der Himmel in Orange, Rosa und Gold auf. Es ist, als würde Gott eigenhändig das Ende des Tages malen. Die Landschaft verschwindet nicht. Sie verwandelt sich in reine Kontemplation. Und in diesem Moment versteht man, warum das Pantanal das Heiligtum des lebendigen Wassers genannt wird. Das Pantanal hat mehr als 4000 Pflanzenarten und etwa 650 registrierte Vogelarten. Es ist einer der Orte mit der größten biologischen Dichte des Planeten. Ein lebendiges Reliquiar, heilig, brasilianisch. Dieses Land zu sehen, zu fühlen, zu hören und zu atmen, bedeutet, sich mit der Schöpfung zu verbinden. Hier hat alles einen Zweck und nichts geschieht zufällig. Weder der Flug des Reihers noch die Stille des Jaguars. Wenn Brasilien ein Gedicht ist, das von der Natur gemeißelt wurde, dann ist das Pantanal seine flüssigste Strophe. Ein Vers, der sich bewegt und uns die Schönheit lehrt, loszulassen. Aber wenn Sie dachten, dass das Wasser nur durch Flüsse fließt, warten Sie, bis Sie sehen, was der Wind damit mitten in der Wüste macht. Das nächste Ziel wird Ihre Logik herausfordern und Ihren Blick verzaubern. Lençóis Maranhenses, wo der Wind das Wasser zeichnet. Sie sind im Begriff, einen der surrealsten Orte der Erde zu betreten. Eine Wüste, die mit dem Regen erblüht, wo der Wind Dünen formt, die sich mit ihm beugen, und kristallklare Lagunen, die die Wüste in ein Archipel aus himmlischen Spiegeln verwandeln. Willkommen im Nationalpark Lençóis Maranhenses im Bundesstaat Maranhão, zwischen den Gemeinden Barreirinhas, Santo Amaro und Primeira Cruz, eine der surrealsten Landschaften der Erde. Die Lençóis Maranhenses erstrecken sich über mehr als 1500 Quadratkilometer. Ein Meer aus weißem Sand, das sich bis zum Horizont ausdehnt, unterbrochen nur von kristallklaren Lagunen, die aus dem eigenen Himmel geboren werden. Die Dünen können bis zu 40 Meter Höhe erreichen und bewegen sich ständig im Atem des Nordostwindes,
Es sind lebendige Kämme, die jeden Morgen neue Karten zeichnen. Im Sommer ist die Szenerie karg, fast mondartig, doch zwischen Januar und Juni verwandelt der Regen den Sand in Aquarell und bildet Tausende von Süßwasserlagunen, die den Himmel widerspiegeln, als wären sie Portale. Die berühmteste ist die Lagoa Azul, gleich gefolgt von der Lagoa Bonita. Doch es gibt hunderte andere, ohne Namen, ohne Register. Nur Stille und Schönheit in reinem Zustand. Und dann tauchen sie ein und merken, dass dieses Wasser nicht nur flüssig ist, es ist lebendig, angenehm temperiert, sandiger Grund und das Gefühl, in einem Wunder zu schweben. Beim Gehen durch diese feuchte Wüste schaffen die Schritte im Sand ihre eigene Melodie. Es gibt keine Bäume, es gibt keinen Schatten, nur Himmel, Licht und Wind. Der Körper ermüdet, doch die Seele erleuchtet sich. Es ist, als ginge man über Schleier aus Sand, die uralte Geschichten verbergen, geformt vom Wind und von der Ewigkeit. Das Gefühl ist, auf einem anderen Planeten zu sein, wo die Zeit still verrinnt und wo die Natur ihre eigenen Gesetze neu schreibt. Zwischen Juni und August erreichen die Lagunen ihren Höhepunkt. Tausende von Touristen verteilen sich im Park. Doch selbst dann ist es leicht, ihr eigenes Stück heilige Einsamkeit zu finden. Dort zwischen einer Düne und der nächsten sagen viele, sie spüren die Gegenwart von etwas Größerem. Eine Ruhe, die umarmt, eine Stille, die heilt, als ob die Landschaft ein Gebet aus Sand und lebendigem Wasser wäre. Der Nationalpark Lençóis Maranhenses wird als eines der 7 Naturwunder Brasiliens angesehen. Seit 1931 gesetzlich geschützt und von Wissenschaftlern aus aller Welt erforscht, die sich immer noch fragen, wie so etwas möglich ist. Wenn die Sonne hinter den Dünen versinkt, erhalten die Schatten goldene Konturen, der Wind weht sanfter. Und alles verwandelt sich in einen Tempel geformt aus Licht und Sand. Die Lençóis Maranhenses sind nicht nur ein Reiseziel, sie sind ein Geisteszustand, ein Ort, an dem die Landschaft atmet und die Seele Zuflucht findet in der schönsten Einsamkeit, die es gibt. Nur wenige Orte auf der Welt erzeugen dieses Gefühl, dass wir in etwas Heiligem stehen. Hier zeichnet der Wind das Wasser und die Schöpfung berührt die Haut wie ein Flüstern. Und wenn Sie bis hierher gekommen sind, kommentieren Sie das geheime Wort dieser Dokumentation. Brisa, nur das, Brisa. So wissen wir, dass auch Sie gespürt haben, diesen Frieden, der sich nicht erklären lässt. Und wenn Sie denken, dass Sie schon genug gesehen haben, warten Sie bis zum nächsten Ziel. Dort, im Zentrum Brasiliens, schlafen Kristalle unter unsichtbaren Flüssen und die Steine tragen Licht. Brasilianisches Cerrado, Kristalle der Erde im Herzen Brasiliens.
Im Zentrum Brasiliens entspringt ein Bioma, das anders pulsiert, das trocken wirkt, aber Flüsse in sich birgt. Das Cerrado, bekannt als die Wiege des Wassers. Von hier entspringen die Flüsse, die 3 der größten Flusseinzugsgebiete Südamerikas speisen. Flüsse wie der São Francisco, der Tocantins, der Araguaia und sogar der Amazonas. Nach Angaben des IBGE nimmt das Cerrado etwa 25% des brasilianischen Territoriums ein. Es bedeckt mehr als 2 Millionen Quadratkilometer und erstreckt sich über Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão und den Bundesdistrikt. Es ist das zweitgrößte Bioma Brasiliens und eines der ältesten des Planeten, mit mehr als 11.000 Pflanzenarten. Viele davon existieren nur hier. Ein geheimer Garten, ausgesetzt der Sonne, mit offenen Feldern, Felsformationen, kristallklaren Wasserfällen und trockenen Wäldern, die während der Regenzeit in Leben explodieren. Und wenn man genau hinsieht, enthüllt das Cerrado seine verborgenen Juwelen. In der Stadt Bonito, in Mato Grosso do Sul, quillt Wasser aus den Augen der Erde und bildet Flüsse von unglaublicher Transparenz. Flüsse klar wie Glas und Kalksteinformationen, die wie von Hand gemeißelt wirken, vom eigenen Schöpfer. Ein Tauchgang im Rio da Prata ist wie Schwimmen in einem flüssigen Kristall zwischen bunten Fischschwärmen und Pflanzen, die im Strom tanzen. Das Gefühl ist, in einem Aquarium zu sein, versteckt im Herzen des Kontinents. Weiter nördlich in Goiás finden wir die Chapada dos Veadeiros. Die Landschaft verändert sich, dort treten Quarzkristalle an die Oberfläche und reflektieren das Licht. Ein mystisches, energetisches Heiligtum, das Orte birgt wie Vale da Lua, Saltos do Rio Preto, Cachoeiras Santa Bárbara und Pfade, die die Seele wie durch Portale in eine andere Welt führen. Dieser Ort gilt für viele als Energiepunkt. Manche sagen, dort pulsiert das Chakra des Planeten. Doch auch für jene, die nicht daran glauben, genügt ein Blick auf das Vale da Lua, um zu spüren, dass dort die Zeit eine andere ist. Aber es ist nicht nur Mystik. Die Chapada dos Veadeiros ist seit 2001 UNESCO-Weltnaturerbe, ein Titel, der ihre seltene Biodiversität anerkennt. Ihre geologischen Formationen mit mehr als 1,5 Milliarden Jahren und ihre lebenswichtige Bedeutung für das Gleichgewicht des brasilianischen Cerrados. Die Chapada dos Guimarães in Mato Grosso ist ein weiteres Schauspiel. Dort markiert der Mirante do Centro Geodésico den geografischen Mittelpunkt Südamerikas, ein geografisches Gleichgewicht, das in der Seele nachhallt. Die Landschaft erhebt sich, Felswände, schwindelerregende Canyons und Wasserfälle, die wie fallende Schleier herabstürzen, formen die Szenerie und erinnern uns, dass der Schöpfer hier besondere Sorgfalt walten ließ. Das Cerrado beherbergt etwa 1600 Tierarten. Hier leben emblematische Arten wie der Mähnenwolf, der große Ameisenbär, der Nandu, der Puma und die Seriema.
alle angepasst an diesen harten Boden und an dieses widerstandsfähige Leben, das niemals aufgibt. Es ist eine der größten Biodiversitäten des Planeten und dennoch eine der am meisten bedrohten. Ein stiller Schatz, der mit Mut widersteht, im Herzen eines Landes, das träumt und strahlt. Das Cerrado ist das tiefe Brasilien, das standhält, auch wenn es unbeachtet bleibt. Ein Bioma, das Flüsse in sich trägt, Kristalle im Boden und uralte Weisheit in der trockenen Luft. Wenn etwas in ihnen mit der rohen und heiligen Kraft des Cerrados erwacht ist, überprüfen Sie, ob der Kanal Unser Planet bereits markiert ist. Sie, die uns im Fernsehen zuschauen, werden das Privileg haben, Orte zu entdecken, die die Welt noch geheim hält. Denn wer mit uns ist, sieht nie wieder mit denselben Augen. Jetzt bereiten Sie die Augen vor, denn wir werden das Herz der Erde verlassen und uns auf eine Insel begeben, die vom Schöpfer selbst bewacht wird. Ein Paradies, umgeben von Blau auf allen Seiten, wo selbst die Zeit stillzustehen scheint. Fernando de Noronha, das Paradies, das Gott für sich bewahrte. Stellen Sie sich ein Archipel vor, umgeben von einem Meer, das seine Farbe wechselt, von Türkis bis Tiefblau, wo Delfine jeden Tag tanzen und die Zeit einfach langsamer vergeht. Sie sind in Fernando de Noronha angekommen, ein Stück Eden, das nach Brasilien gefallen ist und sorgfältig geschützt wurde. Ein Juwel des Südatlantiks mit nur 26 Quadratkilometern. Noronha ist seit 1992 UNESCO-Weltnaturerbe, anerkannt für seine Meeresbiodiversität und als eines der bestgeschützten Ökosysteme des Planeten. Hier liegt die Schönheit nicht nur im Sichtbaren, sondern im Spürbaren. Es ist, als ob jede Welle, jeder Stein von einem großzügigen Schöpfer mit der Hand platziert wäre. Die Baía do Sancho wurde schon mehrfach zum schönsten Strand der Welt gewählt, von internationalen Rankings wie dem TripAdvisor Traveler's Choice. Ihr Zugang führt über in die klippengehauene Treppen, als müsste man es verdienen, das Paradies zu sehen. Von oben ist der Ausblick atemberaubend. Ein Halbkreis aus goldenem Sand, mit klarem Wasser und Riffen, die sich unter der Oberfläche verbergen. Eine Einladung zum Tauchen und zur Kontemplation. Nur wenige Minuten entfernt liegt die Baía dos Porcos. Klein, geheimnisvoll, umgeben von schwarzen Felsen und bewacht von zwei Steinriesen, dem Morro dos Irmãos, eines der ikonischsten Postkartenmotive Brasiliens. Noronha beherbergt mehr als 200 Fischarten, dazu Meeresschildkröten, Spinnerdelfine und Ammenhaie, die ruhig neben Tauchern schwimmen. Es ist wie Tauchen in einer Dokumentation, nur live. Die Unterwassersichtweite kann 50 Meter überschreiten. Es ist einer der besten Tauchplätze des Planeten, ein natürliches Aquarium. Ohne Glas, ohne Gitter, nur Natur, in ihrer freiesten Form. Das Projeto Tamar ist seit den 80er Jahren auf der Insel aktiv und schützt die Meeresschildkröten, die an den Stränden ihre Eier ablegen. Das Projeto Golfinho Rotador
überwacht ebenfalls die Cetacen der Region, die Akrobatiken vollführen, als wüssten sie, dass sie Teil der Show sind. Der Schutz hat hier Priorität. Die Zahl der täglichen Besucher ist begrenzt. Es gibt Umweltgebühren und strenge Regeln, um sicherzustellen, dass dieses Stück Paradies unberührt bleibt, selbst unter den Augen der Welt. Doch Noronha ist nicht nur Meer. Seine Pfade führen zu verborgenen Aussichtspunkten, wie dem Forte de Nossa Senhora dos Remedios oder dem unvergesslichen Mirante dos Golfinhos, wo die Sonne aufgeht, als würde sie den Ozean küssen. Und am Ende des Tages färbt sich die Pedra do Pico golden. Der Wind weht mit dem Geruch von Salz und Freiheit, und der Sonnenuntergang verstummen selbst die schönsten Worte. Noronha ist mehr als ein Reiseziel. Es ist ein geografisches Gebet, ein Ort, an dem sich Gottes Schöpfung ungefiltert offenbart und wo sich die Seele in Dankbarkeit verneigt. Darum sagen viele, dass dieses Archipel nicht der Zeit gehört. Es gehört der Ewigkeit, bewahrt unter 7 Schlüsseln vom Schöpfer selbst. Doch der nächste Halt führt sie in Berge, die Wasserfälle wie Schleier verbergen, Höhlen, die wie Kristall leuchten, und Täler, in denen die Zeit langsam schreitet. Bereiten Sie sich vor, wir gehen zur Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, wo die Zeit zwischen Bergen und Geheimnissen fließt. Im Herzen Bahias erheben sich die Berge wie Wächter der Zeit. Die Landschaft ist rau, aber unglaublich poetisch, und jeder Stein scheint eine Geschichte zu erzählen. Sie sind soeben in der Chapada Diamantina angekommen, eines der größten Naturjuwele Brasiliens, mit mehr als 38.000 Quadratkilometern. Dieser Nationalpark ist größer als viele europäische Länder. Hier ist das Relief dramatisch. Tiefe Canyons, hohe Plateaus, von Licht durchflutete Grotten, gigantische Wasserfälle und unterirdische Flüsse, geformt über Millionen von Jahren. Der Cachoeira da Fumaça mit fast 400 Metern Fallhöhe ist der zweithöchste in Brasilien, doch das Beeindruckendste ist, dass das Wasser sich in der Luft auflöst, noch bevor es den Boden erreicht. Der Wind verwandelt den Fall in Nebel und schafft einen Tanz aus schwebenden Partikeln, ein Schauspiel, das magisch wirkt, doch vollkommen real ist und zutiefst bewegend. Im Vale do Patti, das als einer der schönsten Wanderwege der Welt gilt, zeigt die Natur ihre ganze Größe in Stille. Grüne Hügel, kristallklare Flüsse und abgeschiedene Dörfer bewahren einen Frieden, der sich nicht erklären lässt. Es ist ein Ort, an dem die Zeit langsam geht, wo Schritte auf uralten Steinen widerhallen und der Geist zur Ruhe kommt, als ob jede Kurve des Tales eine heilige Pause wäre. Die Gruta da Pratinha ist ein Tauchgang in fluoreszierend blauem Wasser.
So klar, dass es von innen zu leuchten scheint. Ein flüssiges Heiligtum, wo selbst die Stille zu strahlen scheint. Die Biodiversität der Chapada ist reichhaltig. Bromelien, Orchideen, violette Ipes und Vögel wie der Goldkehlkolibri fliegen zwischen den Felswänden wie Boten des Unsichtbaren. Und inmitten dieser atemberaubenden Szenerie liegt der Morro do Pai Inácio, ein legendärer Aussichtspunkt, wo der Sonnenuntergang den Himmel in flüssiges Gold verwandelt und der Wind scheint Weisheit zu tragen. Der Legende nach sprang ein versklavter Mann von dort, um der Verfolgung zu entkommen, und der Wind trug ihn bis ins Tal, rettete ihm das Leben. Eine Geschichte von Flucht, aber auch von Glauben und Freiheit. In der Chapada Diamantina sind die Tage lang und die Nächte voller Sterne. Jede Wanderung ist eine Einladung zur Introspektion, eine Rückkehr zum Wesentlichen. Dies ist ein Ort, den man nicht vergisst, weil er sich nicht auf einmal zeigt. Man muss zurückkehren und wieder zurückkehren, wie jemand, der einen alten Freund besucht oder die eigene Seele wiederfindet. Die Chapada ist auch Spiritualität. Viele kommen hierher auf der Suche nach Heilung, nach Antworten oder nach einer Stille, die lauter spricht als der Lärm der Welt. Und sie finden sie. Gruppen versammeln sich, um in den Tälern zu meditieren, den Sonnenaufgang in Stille zu betrachten oder einfach, um die Energie zu spüren, die unter den Füßen pulsiert. Eine Verbindung, die keine Worte braucht. Dort läuft die Zeit nicht, sie ruht und der Besucher lernt, langsamer zu werden, tiefer zu atmen und dankbar zu sein, einfach dafür dort zu sein. Wenn Sie uns gerade im Fernsehen sehen, nehmen Sie Ihr Handy und erzählen Sie uns hier in den Kommentaren, von wo aus Sie zuschauen. Welcher Ort der Dokumentation hat Sie bisher am meisten verzaubert? Wir möchten wissen, was Ihr Herz schneller schlagen ließ. Und jetzt atmen Sie, denn wir gehen vom Inneren des Felsens zum Herzen der goldenen Sande. Das nächste Ziel ist das magische Brasilien, das über dem Unmöglichen schwebt. Tiefes Tocantins. Das verzauberte Brasilien, das im Zentrum der Welt schwebt. Im Herzen Brasiliens, ein Ort, wo sich das Cerrado der Magie des Wassers beugt, wo Dünen mitten aus dem Nichts entstehen und Flüsse entspringen, wo keine Quelle zu sein scheint. Dies ist das tiefe Tocantins. Der Jalapão ist sein größtes Symbol. Eine Region intensiver Kontraste, wo die rote Erde das Blau der Lagunen küsst und die Hitze der Sonne die Landschaft mit eigenen Händen zu formen scheint. Mit mehr als 34.000 Quadratkilometern ist der Staatspark Jalapão eine Oase aus Sand, Wasser und Stille. Einer der letzten wilden Rückzugsorte Brasiliens und ein Paradies, das noch wenig vom Massentourismus berührt ist. Die Duna do Jalapão ist ein Hügel aus orangefarbenem Sand, der sich über die Vegetation erhebt. Bei Sonnenuntergang glüht sie wie eine lebendige Glut, eine der fotogensten Landschaften des Landes.
Und gleich darunter liegen die Ferveduros, Quellen aus kristallklarem Wasser, die mit so viel Druck aus dem Untergrund sprudeln, dass sie den menschlichen Körper am Sinken hindern. Hier zu schweben bedeutet, die Schwerkraft herauszufordern. Der Ferveduro Bella Vista ist einer der eindrucksvollsten. Türkisblaues Wasser, Vegetation ringsum und eine Stille, die jeden segnet, der hier eintaucht. Der Cachoeira da Formiga stürzt smaragdgrün über weiße Felsen. Er ist klein, aber hypnotisierend, wie von göttlicher Hand gezeichnet. Die Serras Gerais vereinen Felswände Canyons, Höhlen und verborgene Täler. Es ist das größte Gebirgssystem des Tocantins und ein wahres Refugium für alle, die das Unerforschte suchen. Mitten in dieser Szenerie liegt die Lagoa do Japonês, ein Naturpool aus smaragdgrünem Wasser mit einer untergetauchten Höhle im Inneren. Eine Schönheit so vollkommen, dass sie wie Computergrafik wirkt. Dieses heilige Territorium ist die Heimat traditioneller Völker, Quilombolas, Gemeinschaften von Sammlern und Hütern des Landes, die im Einklang mit der Natur leben, mit Weisheit und uraltem Respekt. Im Jalapão ist die Zeit anders, langsamer, dichter, die Stille wiegt schwer, das Licht brennt und der Wind spricht, als sei er Teil der Landschaft. Für jene, die hier ankommen, ist es, als ob die Welt für einen Moment aufhört, sich zu drehen, als ob alles auf 3 Dinge reduziert wäre: Erde, Wasser und Geist. Und dann versteht man, dass es Orte auf der Welt gibt, die nicht nur geschaffen wurden, um gesehen, sondern um gefühlt zu werden. Mit der Seele. Das tiefe Tocantins ist einer davon. Und auch wenn es nicht die gleiche mediale Anerkennung hat, trägt dieses Stück Brasilien eine rohe, stille Kraft in sich, die jene verwandelt, die es besuchen, die reinigt und für immer prägt. Wenn Gott Karten mit Emotionen gezeichnet hat, dann hat er hier Verzauberung platziert. Jeder Ferveduro, jedes Gebirge, jede Flusskurve birgt einen Teil dessen, was heilig ist. Und so bleibt Tocantins schwebend im Zentrum des Landes, wie ein Geheimnis, das nur jenen erzählt wird, die zu kommen wagen. Denn nicht jedes Paradies ist dafür gemacht, leicht gefunden zu werden. Vielleicht ist es deshalb noch so rein, so unversehrt, so wahrhaftig. Ein Ort, an dem Brasilien noch flüstert, anstatt zu schreien. Und wenn Sie es bis hierher geschafft haben, überprüfen Sie, ob Sie schon unseren Kanal Unser Planet abonniert haben. Das hilft, die Expeditionen, Geschichten und Landschaften lebendig zu halten, die Sie nur hier finden. An unserem nächsten Ziel ist der Sand weiß, das Meer ist ruhig und die Winde wehten mit Poesie, nur um den Nordosten zu formen. Nordeste-Küste, das Geschenk der warmen Wasser, die die Seele berühren. Sonne, das ganze Jahr über, lauwarmes Wasser, das die Haut umarmt, und Landschaften, die zu lächeln scheinen. Wir sind an der Küste des Nordostens, wo die Wärme aus der Natur kommt und aus den Herzen der Menschen.
Von Maranhão bis Bahia, 9 Bundesstaaten verweben die Küste des Nordostens. Mehr als 3000 Kilometer Strände, farbige Klippen, natürliche Pools und Riffe, die den Meeresboden wie göttliche Mosaike zeichnen. In Maragogi, Alagoas, zieht sich das Wasser bei Ebbe zurück und enthüllt Sandbänke und die berühmten Galés, ein Naturschauspiel, das Besucher aus aller Welt anzieht. In Porto de Galinhas, Pernambuco, gleiten die Jangadas über flaches, klares Wasser. Bunte Fische schwimmen zwischen den Füßen. Es ist, als würde man in einem lebendigen Aquarium gehen. Die Klippen von Canoa Quebrada im Ceará stürzen wie uralte Skulpturen auf den Sand herab, Farben von Ton, Wind und Salz. Eine Szenerie, die wie von Hand gemalt wirkt. In Bahia bewahrt die Südküste Juwelen wie Trancoso, Caraíva und Arraial da Ajuda. Kleine Dörfer mit uralter Seele, wo die Zeit langsamer vergeht und die Schönheit im Einfachen ruht. Jericoacoara im Ceará wurde schon zu einem der schönsten Strände der Welt gewählt. Dünen, die ihren Platz verändern. Ein vom Wind geformter Felsen mit Loch und ein Sonnenuntergang, der mit Applaus endet. In Pipa, im Bundesstaat Rio Grande do Norte, erscheinen Delfine in den Buchten und das Meer nimmt grüne und goldene Töne an, je nach Lichteinfall, als ob Sonne und Meer im Einklang wären. Und selbst an den einsamsten Stränden, wie am Praia do Paiva, Praia de Caletas oder am Praia do Espelho, gibt es etwas Gemeinsames, die Stille zwischen den Wellen, die zu sagen scheint, du bist genau da, wo du sein sollst. Diese brasilianische Küste ist ein fortwährendes Geschenk, nicht nur für die Augen, sondern für die Seele. Eine Einladung zur Ruhe, zur Dankbarkeit und zur Verbindung mit dem Wesentlichen. Und zwischen Palmen, Gezeiten und Lächeln ist das Volk des Nordostens, gastfreundlich, stark, widerstandsfähig, das jeden Strand verwandelt in ein vorübergehendes Zuhause für alle, die ankommen. Die Küche, das Kunsthandwerk, die Rhythmen wie der Frevo aus Recife, der Forró aus Caruaru und Campina Grande, der Maracatu aus Nazaré da Mata und der Axé aus Salvador sind lebendige Ausdrucksformen dieses gesegneten Landes, ein Ort, wo alles tanzt, sogar die Zeit. Und vielleicht deshalb scheint jeder Sonnenuntergang hier schöner zu sein, denn es ist nicht nur der Himmel, der seine Farbe ändert. Es ist das Herz des Betrachters, das seinen Rhythmus ändert und lernt, zur Ruhe zu kommen. Wenn dieser Teil Brasiliens ein Gebet wäre, wäre es aus Salz, Sonne und Hoffnung gemacht. Ein heiliger Abschnitt der Küste, wo die Berührung des warmen Wassers uns daran erinnert, dass wir leben. Und wenn Sie es bis hierher geschafft haben, kommentieren Sie das Geheimwort dieser Dokumentation. Brise. Nur das. Brise. Ohne Erklärungen. Wer es weiß, wird es verstehen. Am nächsten Ziel pulsiert das Leben im Rhythmus des Waldes. Ein Ort, wo zwei Flüsse sich treffen, aber sich nicht vermischen. Wo alles nach Stille aussieht. Doch alles
lebendig ist. Amazonas, der Atem der Erde zwischen zwei Flüssen und 1000 Liedern. Stellen Sie sich einen Wald vor, so unermesslich, dass er fast die Hälfte des nationalen Territoriums bedeckt. Ein lebendiges Zuhause. Das atmet, das singt und das im Schweigen bewahrt. Geheimnisse, die kein Satellit zu entschlüsseln vermag. Mit mehr als 5,5 Millionen Quadratkilometern ist der Amazonas das größte tropische Biom des Planeten. Er erstreckt sich über 9 Länder, mit mehr als der Hälfte in Brasilien konzentriert. Eine natürliche Kathedrale, wo die Schöpfung großzügig war. Gigantische Flüsse durchschneiden den Wald wie lebendige Arterien. Der Amazonas, der Rio Negro, der Solimões, der Madeira, der Tapajós und Dutzende von Nebenflüssen, die gemeinsam das größte Flusssystem der Welt bilden. Eines der rätselhaftesten Phänomene geschieht dort, wo zwei Flüsse zusammentreffen. Der Rio Negro und der Solimões fließen kilometerlang nebeneinander, ohne sich zu vermischen. Ein hypnotischer Kontrast zwischen dem dunklen Wasser und dem hellen Schlamm. Aus der Höhe betrachtet scheint der Wald unendlich, ein nahtloser grüner Teppich, der vor Leben pulsiert. Hier leben rosa Delfin, Faultiere, Süßwasserrochen, Tukane, Ozelots und ganze Stämme. An den Ufern der Igarapés leben Flussgemeinschaften in Pfahlbauten. Boote sind Schulen, Krankenwagen und Markt zugleich. Und die Zeit wird von den Hochwassern bestimmt, vom Mond und vom Gesang der Vögel. Die Klänge des Amazonas sind einzigartig. Man hört sie nicht, man spürt sie, das Quaken der Frösche, das Säuseln des Windes in den Kronen, das Wasser, das die Stille durchschneidet. Alles wirkt orchestriert, wie eine Symphonie des Schöpfers. Der Wald ist auch ein lebendiges Labor. Mehr als 40.000 Pflanzenarten. Und eines von 10 Tieren der Welt lebt hier. Doch das Kostbarste ist unsichtbar, der Sauerstoff. Der Amazonas atmet für uns alle. Doch er leidet auch. Unter Abholzung, unter Bränden und unter Unwissenheit. Diese Unermesslichkeit zu bewahren, heißt die Zukunft zu bewahren. Sich um das zu kümmern, was sich um uns kümmert, auch wenn wir nie dort gewesen sind. Es ist unmöglich, den Amazonas zu verlassen, auf dieselbe Weise, wie man ihn betreten hat, denn er rührt an etwas Tiefes, etwas Ursprüngliches, als ob der Wald in uns eine vergessene Seite zum Leben erwecken würde. Und jetzt verlassen wir den Wald, doch wir bleiben vom Wasser umgeben. Nur diesmal fließt es nicht, es fällt mit Kraft, mit Klang und mit Seele. Am nächsten Ziel scheint der Himmel auf die Erde zu stürzen. Doch es ist nur eine weitere Art, wie Brasilien zeigt, dass seine Natur keine Grenzen kennt. Iguazu-Wasserfälle, wenn der Himmel auf die Erde fällt. Es gibt Momente, in denen die Natur lauter spricht und alles umher verstummt. An der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien fällt der Himmel
buchstäblich herab. Und was von der Kante der Welt herabrinnt, ist Wasser, Leben und Ehrfurcht. Die Iguazu-Wasserfälle sind ein Ensemble von mehr als 72 Wasserfällen, die sich über fast 3 Kilometer erstrecken, im Iguazu-Nationalpark, Weltnaturerbe der UNESCO, seit 1986. Der Park umfasst mehr als 185.000 Hektar und beherbergt einen der letzten großen erhaltenen Teile des atlantischen Regenwaldes. Und innerhalb dieses Waldes gibt es eine Kraft, die niemals schläft. Der imposanteste der Wasserfälle wird Teufelsschlund genannt, eine U-förmige Schlucht mit mehr als 80 Metern Höhe, wo der Iguazu-Fluss tobt, wie ein endloser Donner aus der Tiefe. Dort steigt ein ständiger Nebel gen Himmel und Regenbögen erscheinen selbst ohne Regen. Der Klang ist so mächtig wie die Stille, denn angesichts solcher Größe verflüchtigen sich die Worte. Rund um die Fälle ziehen sich Stege über den Abgrund und jeder Schritt scheint eine Reise zwischen Welten, zwischen dem Heiligen und dem Wilden, zwischen dem Unsichtbaren und dem Unermesslichen. Am Himmel Raubvögel, Schwalben und die berühmten blauen Häher zeichnen unsichtbare Choreografien und in den Wassern Kapibaras, Otter und Kaimane teilen sich die Bühne mit flüssigen Göttern. Die Iguazu-Wasserfälle wurden bereits zu einem der 7 Naturwunder der Welt gewählt, in einer globalen Abstimmung der New Seven Wonders im Jahr 2011. Kein Zufall. Jeder Fall ist ein Vers, jeder Tropfen ein Gebet. Auf der brasilianischen Seite ist der Blick panoramischer. Vom Aussichtspunkt hoch oben sieht man das gesamte Ballett, die Symphonie der Wasserfälle, der Nebel, der mit dem Wind tanzt und die Zeit im Schwebezustand. Manche sagen, ein Besuch in Iguazu sei wie eine Taufe durch den Planeten selbst. Und vielleicht ist es genau das. Eine Erfahrung, bei der die Schöpfung die Haut berührt und der Geist sich verneigt. Im Sommer kann die Wassermenge 6 Millionen Liter pro Sekunde übersteigen. Ein Energiesturz, der sich Tag für Tag wiederholt. Ohne Unterlass, ohne nachzugeben. Die Beständigkeit von etwas, das für die Ewigkeit geschaffen wurde. Die Wege des Parks, wie der Cataratas-Pfad, enthüllen geheime Winkel, kleine Wasserfälle, verborgene Becken und Stellen, wo sich der Wald öffnet. Als wollte er sagen, schau, aber mit Respekt. Dort ist jeder Besucher nur ein Staubkorn, angesichts einer Kraft, größer als alles. Das konstante Rauschen reinigt und der Wind mit dem Duft von Wasser flüstert, dass wir am richtigen Ort sind. Die Iguazu-Wasserfälle sind wie eine Taufe. Man betritt sie auf eine Weise und verlässt sie verwandelt, getränkt an Seele. Von innen gewaschen, als ob der Schöpfer sagen würde, beginne neu. Sie, die uns jetzt im Fernsehen sehen, wenn diese Reise Ihr Herz berührt, dann ist es Zeit, diesem Dokumentarfilm ein Like zu geben. Helfen Sie mit, diese Reise durch unser Planet lebendig zu halten. Doch es ist noch nicht vorbei. Die Reise führt uns zu einem der ikonischsten Orte Brasiliens, wo das Meer auf den Wald trifft und das Heilige sich mit dem Konkreten vermischt. Bereiten Sie sich vor auf die wunderbare Stadt.
Rio de Janeiro und die Costa Verde, die letzte Umarmung zwischen dem Heiligen und dem Meer. Es gibt Orte, die keine Untertitel brauchen, weil sie bereits als Poesie geboren wurden. Rio de Janeiro ist eines dieser sichtbaren Wunder, wo die Schöpfung jede Kurve, jeden Berg, jede Bucht mit Liebe signiert zu haben scheint. Eine Umarmung zwischen Wald, Berg und Meer. Die Stadt Rio ist von Gegensätzen geformt. Natur und Beton, Stille und Menschenmenge, Glaube und Bewegung. Eine Bühne, auf der der Schöpfer seine sichtbarste Signatur gesetzt hat. Vom Gipfel des Corcovado öffnet der Christuserlöser seine Arme über Millionen von Leben. Ein Symbol des Friedens, des Glaubens, der Geborgenheit. Eines der 7 Weltwunder der Moderne, erhöht nicht durch Menschenhand, sondern durch den Glauben. Unter ihm breitet sich die Stadt zwischen Bergen und Meer aus. Die Guanabara-Bucht schimmert wie ein lebendiger Spiegel. Grüne Berge, Hügel, Boote, Inseln und der Zuckerhut, eine der meist fotografierten Landschaften der Welt. Vom Zuckerhut bis zur Rodrigo de Freitas Lagune, von Copacabana, Ipanema, zum ewigen Grün des Tijuca-Waldes, dem größten urbanen Biom des Planeten. Doch Rio endet dort nicht. Es fließt die Küste entlang und trifft auf ein endloses Paradies, die Costa Verde, eine Abfolge von Buchten, Bergen und atlantischen Wäldern, die das Meer berühren. In Angra dos Reis ragen mehr als 300 Inseln aus den grünen Wassern. Die berühmteste unter ihnen, die Ilha Grande, ist ein ökologisches Heiligtum mit Pfaden, unberührten Stränden und Buchten, die wie ein Gebet erscheinen. Die Costa Verde bewahrt einen der am besten erhaltenen Abschnitte des atlantischen Regenwaldes. Und bei jeder Kurve der Straße Rio Santos erscheint ein neues Postkartenmotiv. Eine Szenerie, die sich wandelt, ohne je ihre Seele zu verlieren. In Paraty flüstert die Geschichte zwischen kolonialen Steinen und ruhigen Wassern. Eine Stadt, die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt ist, wo Kultur, Natur und Spiritualität Hand in Hand gehen. Die Costa Verde ist der Ort, wo der Wald das Meer berührt, wo die Schöpfung ruht und die Seele sich wärmt. Eine Umarmung zwischen Grün und Blau, zwischen dem Heiligen und dem Ewigen. Dies ist Brasilien, das uns daran erinnert, dass Schönheit auch eine Aufgabe ist, dass die Natur lebendige Poesie ist und dass jede Landschaft eine Einladung zur Dankbarkeit ist, für alles, was wir empfangen haben und oft nicht einmal wahrnehmen. Sehen Sie uns im Fernsehen und sind bis hierher gekommen? Dann nehmen Sie Ihr Handy und erzählen Sie uns, welches Ziel Ihr Herz am meisten berührt hat. Ihre Teilnahme macht den Unterschied. Nutzen Sie die Gelegenheit und prüfen Sie, ob Sie schon unseren Kanal Unser Planet abonniert haben. Und teilen Sie es mit denen, die sehen müssen, wie sehr Brasilien riesig durch seine eigene Natur ist und wie großzügig der Schöpfer mit diesem gesegneten Land war. Aber die Reise muss jetzt nicht enden. Unsere letzte Dokumentation brachte sie jenseits der Savannen von Südafrika. Auch dort
hat der Schöpfer Landschaften mit seinen Fingerspitzen geformt. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, jetzt ist die Zeit. Setzen Sie diese Reise fort zu den verborgensten Schätzen des Planeten, denn solange es Wunder auf der Welt gibt, werden wir da sein, um sie zu zeigen. Entdecken Sie das Außergewöhnliche rund um die Welt. Eine Umarmung und bis zur nächsten Reise.